An einem schwülen Morgen beginnt David Moyo, ein erfahrener Ranger im Kruger-Wildreservat in Südafrika, seine Patrouille. Seine Aufgabe besteht darin, Tiere aufzuspüren und sie vor Wilderern zu schützen, die immer auf der Lauer liegen. Die staubige rote Schotterstraße führte ihn tief in die Steppe, wo oft der Schatten eines Wilderers zu sehen war. Als er die Lichtung durchquerte, hörte er aus der Ferne ein schwaches, heiseres Geräusch. David hielt sofort an und spitzte die Ohren, um genauer hinzuhören. Sein Herz schlug schneller, als er irgendwo den Geruch von Gefahr wahrnahm. Das Geräusch glich eher einem verzweifelten Stöhnen und nicht dem kraftvollen Brüllen, für das ein Löwe bekannt ist. Er stieg vorsichtig ab, hielt einen stabilen Holzstock in der Hand und ging tiefer in den trockenen Wald hinein. Die schwachen, flehenden Schreie überzeugten ihn davon, dass es sich um ein Lebewesen handelte, das dringend Hilfe brauchte. Seine Schritte waren leicht und langsam, seine Augen suchten die Umgebung nach Spuren auf dem staubigen Boden ab. Nach einigen Minuten blieb David plötzlich stehen, als er die Silhouette einer großen Kreatur neben einem großen Baum sah. Vor ihm stand eine magere Löwin mit struppigem Fell, eingefallenen Augen und einem Körper, der nur aus Haut und Knochen bestand. Eine rostige Kette war eng um seinen Hals geschlungen, das andere Ende war an einem alten Baum befestigt, der allein in der sengenden Sonne stand. Daneben stand eine verbeulte Eisenschüssel, in der sich nur wenige Tropfen schmutzigen Wassers befanden, das schon lange einen üblen Geruch verströmte. David seufzte, überzeugt, dass der Wilderer es hier zurückgelassen hatte, damit es langsam verendete. Aufgrund seines erschöpften Aussehens schätzte er, dass das Tier mindestens eine Woche lang ausgehungert und angekettet gewesen war. Die Wunde an seinem Hals war geschwollen, die Haut schälte sich ab und sein Fell fiel durch die Reibung mit der rostigen Kette büschelweise aus. Der Löwe versuchte zu knurren, als er David sah. Seine Augen blitzten wild, während sein Körper vor Erschöpfung zitterte. Es versuchte, an der Kette zu ziehen und entblößte drohend seine Reißzähne, doch die verbleibende Kraft reichte nicht aus, um David zu erschrecken. Der Ranger konnte seinen Blick nicht von dem Anblick und der offensichtlichen Ungerechtigkeit dieser herzzerreißenden Szene abwenden. Er verstand, dass die Wilderer es weggeworfen hatten, weil es zu schwach war und auf dem Schwarzmarkt keinen Wert hatte. Obwohl er sich in einer gefährlichen Situation befand, war David entschlossen, das arme Geschöpf nicht im Stich zu lassen. Er sagte sich, dass das Tier möglicherweise nicht noch ein paar Stunden überleben würde, wenn er auf die Ankunft seiner Teamkollegen wartete. Der Löwe brüllte erneut, doch das Brüllen glich eher einem Schrei als einem drohenden Geräusch. Es bewegte sich langsam um den Baum herum und blickte David mit einem zugleich misstrauischen und scheinbar flehenden Blick an. Das Bild brannte sich in sein Gedächtnis ein und weckte in ihm Mitgefühl und die Entschlossenheit, es sofort zu retten. David wusste, dass er kein Betäubungsgewehr dabei hatte, was die Rettungsmission äußerst riskant und gefährlich machte. In seiner Hand hatte er nur einen langen Stock, der ihm sowohl als Verteidigungsinstrument diente als auch ihm half, einen sicheren Abstand zu wahren. Er näherte sich Schritt für Schritt und flüsterte leise Laute, in der Hoffnung, den verzweifelten Löwen zu trösten. Das Tier zerrte zunächst heftig knurrend an der Kette, doch schon bald brach es aufgrund seiner geschwächten Kräfte zusammen. David blieb stehen, wahrte Abstand und beobachtete jeden Ausdruck, um den richtigen Moment zum Annähern abzupassen. Er verstand, dass es mit nur einer falschen Bewegung immer noch das Risiko eines Angriffs eingehen könnte, um sich zu schützen. Die Luft war schwer, nur das Rauschen des Windes und das heisere Atmen des Löwen waren zu hören. David holte tief Luft und machte einen weiteren Schritt, wobei er den Stock niedrig hielt, um seine Verteidigungsinstinkte nicht auszulösen. Die Augen des Löwen blickten ihn direkt an, von wild zu müde und die Widerstandskraft verlierend. Es setzte sich hin und senkte seinen schweren Kopf dicht zum Boden, als wäre es nach Tagen der Ankette erschöpft. Als David dies sah, wusste er, dass dies der einzige Zeitpunkt zum Handeln war, bevor alles völlig zusammenbrach. Er bückte sich langsam, streckte die Hand aus und berührte leicht die Kette, wobei er die Kälte des verrosteten Metalls spürte.
Der Löwe brüllte schwach, doch seine Augen waren nicht mehr wild, sondern voller Verzweiflung. David flüsterte: Beruhige dich, ich werde dir helfen, hier rauszukommen. Vertrau mir einfach noch einmal. Diese Worte und die Ruhe ließen das Tier still sitzen, sein Blick wurde sanfter, und es konnte seine Rettungsarbeit fortsetzen. Mit erfahrenen Händen entfernte David jede Eisenkette, die sich um den Hals des armen Löwen schloss. Das Eisen klirrte und schließlich löste sich die Kette und enthüllte einen dunkelvioletten Fleck um den Hals. Der Löwe trat einen kleinen Schritt zurück, doch anstatt anzugreifen, hob er den Kopf und sah David mit einem seltsamen Blick an. Er verstand, dass es sich anfühlte, als wäre es gerettet worden, und der Hass wich nun der Dankbarkeit. David streckte langsam die Hand aus, berührte sie nicht, war aber nah genug, um zu zeigen, dass er keine Bedrohung mehr darstellte. Der Löwe taumelte erschöpft, aber immer noch kämpfend hinter ihm her, als wolle er seine Zustimmung zeigen. Er öffnete schnell die eiserne Käfigtür an der Rückseite des Pickups und klopfte leicht dagegen, um es hereinzulassen. Nach einigen Minuten des Zögerns kauerte es sich hinein, sein Blick war stumpf, aber nicht länger trotzig. David schloss die Käfigtür, wischte sich schnell den Schweiß von der Stirn und startete sofort das Auto. Der Rückweg zur Rangerstation kam mir länger vor als je zuvor, und hinter mir hallte noch immer das schwere Atmen wieder. Bei seiner Ankunft halfen ihm seine Kollegen sofort, den Eisenkäfig in den medizinischen Bereich der Station zu bringen. Um die Schmerzen des Löwen zu lindern und seine Untersuchung zu erleichtern, wurde ihm schnell eine Dosis Betäubungsmittel injiziert. Als es einschlief, atmete David erleichtert auf, da er wusste, dass sein Leben vorübergehend in Sicherheit war. Die Tierärzte begannen schnell mit der Untersuchung, während er mit besorgtem Blick draußen stand. Der erste Kampf auf Leben und Tod war vorbei, aber der Weg zur Genesung war lang und beschwerlich. Der Tierarzt gab bekannt, dass der Löwe seit mehr als 8 Tagen hungerte, sein Körper erschöpft war und nur noch über eine schwache Vitalität verfügte. Die Hautgeschwüre und die tiefen Wunden am Hals mussten desinfiziert und sorgfältig behandelt werden. Um seine fast erschöpften Kräfte wieder zu erlangen, wurden ihm intravenöse Flüssigkeiten, Vitaminspritzen und Nahrungsergänzungsmittel verabreicht. Das medizinische Team überwacht abwechselnd jede Minute Herzfrequenz, Atmung und Körperreaktionen. David stand an der Glastür und richtete seinen Blick auf den Löwen, der regungslos und betäubt dalag. Er spürte zutiefst die schwere Verantwortung auf seinen Schultern, wie ein unsichtbares Band, das sie mit seinem Schicksal verband. In der ersten Nacht atmete es nur schwach, was das Team befürchten ließ, dass es die Tortur möglicherweise nicht überleben würde. Doch glücklicherweise zeigten sich am nächsten Morgen erste Anzeichen einer Besserung. Sein Herz schlug stärker, sein Atem war gleichmäßig, doch seine Augen blieben fest geschlossen und weigerten sich, sie zu öffnen. In allen Herzen glühte Hoffnung, besonders in David, der sein Leben riskierte, um es vor dem Tod zu retten. 2 Tage später öffnete der Löwe seine Augen, sein Blick war stumpf, aber voller neuem Leben. Es hob langsam den Kopf, betrachtete den fremden Raum und legte ihn dann wieder ab, als hätte es nicht genug Kraft, um aufzustehen. Die Ärzte bereiteten einen weichen Hackfleischbrei zu, eine leicht verdauliche Nahrung für den nach vielen Tagen der Leere erschöpften Magen. David fütterte es geduldig Löffel für Löffel und seine Augen leuchteten auf, als es die ersten kleinen Bissen nahm. Von diesem Tag an übernahm er offiziell die Verantwortung für die tägliche direkte Betreuung und Überwachung der Genesung. Er reinigte die Wunde, wusch die geschwürige Haut und sprach immer leise, damit sie sich sicher fühlte. Der Löwe reagierte allmählich mit einem sanfteren Blick und war nicht mehr so verwirrt wie am ersten Tag, als er ihn traf. Eine Woche später konnte es langsam stehen und mit Unterstützung ein paar Schritte im Käfig machen. Sein ausgemergelter Körper kommt langsam wieder zu Kräften, auch wenn der Weg der Genesung noch immer voller Schwierigkeiten ist. Mit jedem Tag wurde die Bindung zwischen David und dem Löwen stärker, da 2 Leben dasselbe Schicksal teilten. Nach einem Monat ging es dem Löwen so gut, dass er in ein geräumiges, halbwildes Gehege im Krüger Wildreservat gebracht werden konnte. Hier übt es seine Jagdinstinkte und Überlebensfähigkeiten erneut aus, die es durch seine Zeit in Ketten verloren hat.
Während dieser Zeit koordinierte die südafrikanische Polizei ihre Arbeit mit Rangern, um einen Wildererring zu zerschlagen und die grausamen Verbrecher festzunehmen. Ihnen drohen schwere Strafen wegen der Zerstörung der Natur und der Tötung von Tieren. Der schicksalhafte Tag kam, David und seine Kollegen setzten den Löwen ins Auto und fuhren tief in das Kerngebiet des Kruger Naturschutzgebiets. Er öffnete die Käfigtür, der Löwe trat langsam heraus, seine Augen leuchteten im hellen, goldenen Nachmittagssonnenlicht. Es drehte den Kopf zurück und blickte lange, als wolle es der Person danken, die es vor dem Tod gerettet hatte. David nickte leicht, sein Herz war voller Emotionen, als er den Moment miterlebte, in dem das Wesen seine Freiheit wiedererlangte. Der starke Löwe betrat das weite Grasland, verschmolz mit der Natur und kehrte dorthin zurück, wo er hingehörte.